Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video und endlich mal wieder zu einem Food Haul und zu meiner Speiseplanung. Ich mache es heute wieder genauso wie beim letzten Mal. Ich zeige euch unseren Food Haul für eine Woche bzw. Ein bisschen mehr. Und im Anschluss daran erzähle ich euch ein bisschen was zu unserer Speiseplanung, welche Gerichte habe ich geplant und welche Produkte genau habe ich für welches Gericht gekauft. Ich war wie immer bei Aldi einkaufen, wo ich einfach am liebsten hingehe und habe den Einkauf für die komplette Woche gemacht. Das sollte eigentlich soweit auch alles reichen. Damit das Ganze jetzt aber in den Kühlschrank kommt, legen wir los. Wir fangen mal mit den etwas langweiligen Sachen an, ne? Brot bzw. Brötchen. Kaufen wir eigentlich immer diese hier. Zweimal Brötchen und einmal Wraps. Obst und Gemüse nimmt bei uns eigentlich immer so den größten Teil ein beim Wocheneinkauf. Da habe ich heute Lauchzwiebeln gekauft und 2 Stangen Lauch, Brokkoli, Paprika, Tomaten, einmal normale Rispentomaten und einmal die kleineren Rispentomaten. Zweimal Gurke, einmal grüner Spargel. Salat brauche ich für 2 Gerichte und für 1 eine Avocado. Dann habe ich einmal Zitronen gekauft. Da kaufe ich eigentlich immer die Bio-Zitronen, weil ich mir die auch gerne irgendwie im Wasser mache. Und ja, wegen der Schale kaufe ich immer Bio. Dann an Obst, Plattpfirsiche, eine Ananas, hatten wir schon lange nicht mehr. Trauben, die ist der Kleine wirklich mit am liebsten. Und dann habe ich eine Packung Zuckeraprikosen mitgenommen. Süß und aromatisch sollen sie sein. Ich weiß nicht, ich dachte, ich probiere es mal aus, um zu gucken, ob die wirklich irgendwie süßer schmecken als die normalen Aprikosen. Ich mache mal schnell mit den gekühlten Sachen weiter, damit die in den Kühlschrank kommen. Ich habe 3 Liter Milch gekauft, jede Menge Käse, eine Packung Feta, eine Packung Camembert, und ich muss sagen, das ist, wie ich finde, der beste Camembert. Der ist nämlich wirklich so richtig schön mild und schmeckt einfach sehr lecker und der stinkt den Kühlschrank auch nicht so voll. Reibekäse brauche ich und ich habe eine Packung Tilsiter gekauft. Wenn wir Brote essen, essen wir eigentlich ja, fast nur Käse oder irgendwie so Aufstriche drauf. Aufschnitt kaufe ich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Heute habe ich so ein bisschen beim Thema Joghurt übertrieben, ganz ehrlich. Denn wenn ich irgendwo Stracciatella-Joghurt sehe, dann kann ich nicht anders, dann muss ich das kaufen. Deswegen, ich habe 4-mal Stracciatella-Joghurt gekauft. Außerdem habe ich mich heute jetzt mal dazu entschieden, diesen Kokosjoghurt zu testen. Kokosgurt. Bin ich mega gespannt drauf. Ich esse sowas ja am liebsten morgens zum Frühstück mit Obst und auch so ein bisschen Haferflocke rein. Und das kann ich mir sehr lecker vorstellen. Was ich aber auch super gerne esse und richtig, richtig lecker finde, das ist die Mischung aus Vanilleskyr mit Sojajoghurt. Wenn man das so ein bisschen vermischt und da dann sein Obst reinmacht und Müsli, das ist todeslecker. Oh, das ja, ist eine definitive Empfehlung von mir. Deswegen habe ich diese 2 heute mitgenommen und da freue ich mich sehr drauf. Das mache ich mir nämlich gleich erstmal. Was auch richtig, richtig lecker ist von Aldi, das ist Aioli Basilikum. Das einfach mit so Brot oder so, das ist der Hammer. Das schmeckt so lecker, das Zeug. Außerdem habe ich 2 Packungen Eier gekauft, weil wir ein sehr eilastiges Gericht haben diese Woche. Und auch sonst gehen Eier bei uns eigentlich immer ganz gut weg. Nudeln werden bei uns ja immer gerne und viel gegessen. Ich habe jetzt diesmal eine Packung Spaghetti und 2 Packungen Penne gekauft. Das wird wahrscheinlich nicht für die komplette Woche ausreichen. Auch wenn ich eigentlich nur ein Nudelgericht geplant habe, aber ja, mal am Wochenende mittags oder so, außer der Reihe, kochen wir dann auch mal einfach so ein paar Nudeln und essen das irgendwie mit Tomate und Avocado oder so, ist nämlich sehr lecker. Außerdem habe ich Gnocchi gekauft, diesmal 3 Packungen. Ich habe so ein super leckeres Rezept gesehen und da brauche ich Gnocchi für. Es gab jetzt nur noch diese Tomatenvariante und bei Gnocchi habe ich das Gefühl, so 2 Packungen reichen für uns nicht mehr so ganz. Deswegen habe ich diesmal 3 gekauft und ich glaube, das sollte auf jeden Fall reichen. Da werden wir auf jeden Fall satt. Ich habe ein Curry geplant diese Woche, dafür brauchte ich Kokosmilch. Ich habe 2-mal genommen, eine noch für den Vorratsschrank, für den Notfall, vielleicht braucht man noch mal eine. Und gehackte Tomaten kaufe ich immer, wenn ich da bin, auch wenn ich jetzt so theoretisch kein Gericht damit geplant habe, aber die habe ich einfach immer gerne auf Vorrat da, um mal eben schnell eine Tomatensauce zu machen oder so. Deswegen 2-mal das. Außerdem haben wir kein Mais mehr gehabt und da kaufe ich am liebsten diese kleinen Dosen im Dreierpack von Aldi, weil so eine ganze Dose finde ich immer zu viel und diese kleinen, das ist so genau die richtige Größe und diese angefangenen Maisdosen, wenn ich das dann in den Kühlschrank stelle mit dem Rest, das wird in der Regel immer schlecht. Und
Einmal schwarze Oliven brauchen wir für ein Gericht, beziehungsweise ich glaube tatsächlich sogar für 2. Und Thema Oliven, ich stehe im Moment total Oliven. Also Sommer ist für mich immer Olivenzeit. Deswegen habe ich noch diese hier mitgenommen. Griechische Oliven mit Knoblauch. Und Oliven gefüllt mit einer Knoblauchzehe ist auch somit das Geilste überhaupt. Ich überlege, diese hier auch noch selber so ein bisschen einzulegen in Öl mit Kräutern und so weiter, weil das schmeckt einfach sehr geil. Vielleicht noch ein bisschen Chili mit rein. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Und für den Vorratsschrank einfach, weil ich es auch immer mitnehme für den absoluten Notfall. Ich habe noch 2 Päckchen Sahne mitgenommen. Wir brauchten dringend Backpapier, deswegen kam das noch mit. Aber was ich jetzt auch mitgenommen habe, ich kann nicht mehr sprechen, sind diese Mehrweg-frische Netze. Da sind 2 Stück drin. Und weil, wenn ich die Tomaten oder sowas kaufe, dann muss ich da keine Plastiktüte mehr nehmen. Dann möchte ich gerne diese hier. Die kommen halt zu den Tüten, dass man die dann halt auch immer mit dabei hat. Die waren jetzt auch echt nicht teuer. Ich glaube, die haben 49 Cent gekostet. Und da sind 2 Stück drin. Naschkram habe ich natürlich auch jede Menge gekauft diesmal. Also wirklich jede Menge. Haribo. Einmal diese normale Milchschokolade, weil wir hatten letztens eine Milchschokolade zu Hause und wir saßen beide da auf dem Sofa, mein Mann und ich, und haben die gegessen und haben gedacht, boah, die ist echt lecker. Deswegen mal keine dunkle, sondern die Milchschokolade. Und da konnte ich nicht dran vorbeigehen, ne? Hallo? Salzbrezel. Schokolade mit Salzbrezel. Das ist genau mein Ding. Deswegen habe ich die noch mitgenommen. Also Aldi hat mittlerweile echt leckere Schokoladensorte. Es gab auch irgendwas mit Karamell und Meersalz und so weiter. Mega lecker. Ich habe jetzt aber erstmal die Salzbrezel mitgenommen. Und wo wir beim Thema Salz sind, Salzstangen habe ich mitgenommen und Cashews. Das war aber noch nicht ganz alles. Ich saß abends im Bett und habe gedacht, boah, jetzt so ein Cracker. Ich hätte echt gerne jetzt so einen Cracker. Deswegen habe ich Tuck Cracker Classic gekauft, weil ich gedacht habe, wenn ich das letzte Mal diese Lust auf die Cracker habe, dann habe ich sie hier außerdem abends einfach so zum Snacken. Oliven, die Cracker, noch so ein bisschen Käse irgendwie. Ja, extrem geil. Also im Sommer, wenn man abends auf dem Balkon sitzt. Ja. Und was ich im Moment auch total gerne kaufe, das sind immer diese Waffeln, weil der Kleine isst die einfach super gerne und ich auch. Das waren die Lebensmittel. Ich habe noch 2 Sachen zur Kinderbeschäftigung gekauft, weil ich sowas immer mitnehme. Das bekommt der Kleine dann nicht sofort, aber dann habe ich was in der Hinterhand, wenn ich denn mal dringend irgendwie eine Beschäftigung für ihn brauche. Und zwar, was es immer mal wieder gibt, das sind Stickerbücher und ich habe auch jetzt eins mitgenommen. Also die 2 Sachen habe ich mitgenommen für unseren Sommerurlaub, der hoffentlich auch so stattfinden kann. Das ist einmal ein Playmobil-Stickerbuch. Beim letzten Mal hatte ich ihm Feuerwehrmann Sam mitgenommen. Diesmal dachte ich Playmobil. Mag er nämlich ganz gerne. Und das fand ich nämlich auch richtig cool. Es gab ganz viele verschiedene Lernspaß-Bücher von Leo Lausemaus. Das ist jetzt für Kindergarten. Die anderen, die es alle gab, die waren schon eher so für Vorschulkinder wirklich. Also da ging es auch wirklich um, ja, so erste Zahlen, Rechnen mit ersten Zahlen und so weiter. Aber das hier ist jetzt für Kindergarten. Da geht es wirklich um Rätseln, Malen, spielerisch verstehen. Hier sind drin Formen und Muster erkennen und zuordnen. Zeichenübungen zur Schulung der Feinmotorik, Suchbilder und Fehler entdecken, Puzzleteile zuordnen, Kreativität, Konzentration und Entspannung durch Mandala-Vorlagen und Ausmalbilder. Und das ist halt auch so eine ganz schöne Beschäftigung, was man mit in den Urlaub nehmen kann. Entweder fürs Flugzeug oder vielleicht auch mal einfach so am Strand oder so. Genau, deswegen habe ich das mitgenommen. Und das war auch nicht teuer. Ich glaube 2,50 € oder so hat das gekostet. Das war der Einkauf. Preisfrage, was habe ich bezahlt? Ich habe bezahlt, stellt jetzt wahrscheinlich eh nicht scharf, 67 € und damit auch eigentlich voll in unserem Budget. Wenn man jetzt auch nochmal so die Kinderbeschäftigungssachen da abzieht und so weiter, dann ist das voll in unserem Budget. Und ich habe, Moment, wie viele Gerichte genau, das muss ich jetzt nochmal nachgucken. 8 Gerichte, ich habe 8 Gerichte geplant. Also das heißt, es reicht so ein bisschen für über eine Woche für uns. Und das finde ich ist ein ziemlich guter Schnitt. Was genau ich diese Woche kochen möchte und was ich dafür aus diesem Einkauf brauche, seht ihr jetzt. Übrigens, Rezepte schreibe ich entweder in die Infobox direkt dazu oder wenn das ein Pinterest-Rezept ist, was bei mir auch schon mal häufiger vorkommt, dann setze ich euch den Link dazu auch in die Infobox. Das heißt, wenn ihr genaueres zu diesen Gerichten erfahren möchtet, macht die Infobox auf und schaut da mal nach.
Als erstes Gericht habe ich diese, beziehungsweise es sind Gnocchi vom Blech, heißt das Gericht, oder Blech-Gnocchi oder so. Habe ich ja eben schon kurz erzählt. Dafür brauche ich ja die 3 Packungen Gnocchi, den grünen Spargel und die kleinen Tomaten und den Feta. Das Ganze ja, wird dann noch gewürzt mit italienischen Kräutern und Knoblauch und ganz viel Öl. Das habe ich aber alles dafür da. Und das kommt dann wohl einfach alles aufs Blech und in den Ofen und mega lecker. Also die werden natürlich vorher einmal gekocht. Aber das ist ein Gericht, das habe ich jetzt neu gefunden bei Pinterest. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Das zweite Gericht ist ein tunesisches Gericht. Und zwar ist das Tagine mit Salat. Und Tagine, also tunesische Tagine, das ist so ein bisschen wie eine Quiche. Also es ist eine Eierspeise. Braucht man ganz viele Eier für. Und es wird im Ofen dann gebacken, ja, in so einer höheren Auflaufform. Und dann kommt da halt auch noch ein bisschen Käse mit rein. Man kann auch Hühnchen oder Thunfisch oder sowas mit reinmachen. Ah ja, und sie stehen hier gerade, ich habe vergessen, sie dazu zu stellen. Ein paar schwarze Oliven mache ich auch noch mit rein. Ich werde wahrscheinlich Thunfisch dazu packen. Und dazu mache ich dann einfach einen bunten Salat. Also mit allem, was wir so da haben noch. Ich habe jetzt mal beispielhaft für den Salat dahingelegt. Gurke und Tomate, aber auch Mais mache ich da ganz gerne mit rein. Und alles, was sich halt so anbietet. Wir haben auch noch Radieschen hier. Genau, das ist das zweite Gericht. Dann haben wir Tabbouleh geplant. Ist so ein bisschen, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit Reissalat. Das essen wir total gerne. Wir nehmen aber kein Reis, sondern Bulgur haben wir noch da. Und dann machen wir halt ganz viele frische Sachen rein. Also Paprika, Lauchzwiebeln, Avocado und Mais. Passt auch total gut. Dunkle Oliven. Und ich mache auch immer noch so gekochte Eier da hinten, also hinterher oben drauf, schichte die dann so ein bisschen da drauf. Und ich mache das Ganze an mit Olivenöl und Zitronensaft. Außerdem kommt da noch ganz viel frische Petersilie da rein. Super lecker. Dann das Pasta-Gericht diese Woche ist auch etwas Neues, das ich ausprobieren möchte. Und mir ist eingefallen, eine Sache dafür habe ich leider vergessen, werde ich noch kaufen müssen. Das gab es nämlich nicht bei Aldi. Und zwar ist das ja so Ricotta-Tomaten-Pasta. Und da kommen halt Tomaten rein, Penne offensichtlich, Paprika, schwarze Oliven und Ricotta. Aber den habe ich, wie gesagt, nicht bekommen und dann vergessen, woanders zu besorgen. Den muss ich noch kaufen. Das klang auch super lecker, ist auch von Pinterest, verlinke ich euch unten. Dann habe ich für diese Woche noch gebratenen Reis geplant. Das esse ich total gerne, schmeckt einfach echt gut. Und man braucht einfach nur so ein bisschen Gemüse dafür. Also ich habe jetzt den Brokkoli extra dafür gekauft. Werde ein bisschen Paprika nehmen und von den Frühlingszwiebeln auch ein bisschen. Wir haben noch Tonnen an Möhren im Kühlschrank. Deswegen kommen auch ganz viele Möhren damit rein. Und ja, Sojasauce haben wir auch noch im Kühlschrank. Bisschen Ei kommt dann ja hinter mit rein und Reis offensichtlich. Aber den haben wir auch noch da, musste ich nicht kaufen. Deswegen ist das alles, was wir dafür brauchen. Beziehungsweise alles, was ich dafür kaufen musste. So ist richtig. Das sieht jetzt ziemlich trostlos aus. Aber ich habe ein Curry geplant und Curry plane ich oder mache ich eigentlich immer dann so gegen Ende der Woche und schmeiße da so den Rest an Gemüse rein, was noch übrig ist, was halt weg muss. Und ja, den Brokkoli werde ich nicht komplett für den gebratenen Reis nutzen, deswegen kommt auf jeden Fall von dem Brokkoli mit rein. Ich weiß nicht, ob da noch genug Paprika da ist, deswegen habe ich sie jetzt mal nicht dazu gelegt, aber wie gesagt, wir haben 10.000 Möhren im Kühlschrank. Möhre kommt auf jeden Fall mit da rein, ganz viel. Kichererbsen kommt da mit rein, ganz viel. Ich mache auch gerne Linsen mit rein, ganz viel. Dann den Lauch, ich habe es irgendwie verplant. Ich dachte, ich mache ein anderes Gericht, ich habe irgendwie den Lauch gekauft, der stand nämlich noch auf der Einkaufsliste. Brauchte ich aber eigentlich gar nicht, weil ich dieses Gericht dann durch ein anderes ersetzt habe. Jetzt habe ich aber den Lauch hier, deswegen kommt der dann ins Curry und offensichtlich die Kokosmilch. Gegessen wird das Ganze dann wahrscheinlich mit Reis. Es ist recht reislastig diese Woche, aber dafür sehr lecker. Das nächste Gericht, ihr seht, hier liegt gar nichts, denn ich habe einen Couscous geplant und für Couscous haben wir eigentlich immer alles zu Hause. Also das Couscous an sich haben wir immer massig auf Vorrat. Und dann kommen da rein Zwiebeln, Kartoffeln, haben wir alles noch da gehabt. Kichererbsen haben wir auch noch da, tiefgefroren. Und das ist eigentlich so das, was hauptsächlich da reinkommt. Dann halt wird eine Tomatensauce gemacht mit Tomatenmark und Gewürzen, haben wir auch noch da. Das heißt, für dieses Gericht musste ich tatsächlich gar nichts extra kaufen. Und das letzte Gericht habe ich mir spontan noch im Aldi überlegt, als ich die Wraps da habe liegen sehen, nämlich Wraps. Und die wird es dann wahrscheinlich an dem Tag geben, nachdem es das Couscous gab.
Da werde ich dann nämlich ein bisschen mehr Couscous von machen, dass ich da einen Teil auch noch mit in die Wraps füllen kann. Das schmeckt nämlich echt lecker. Dann frischer Salat dazu, Gurke, ein bisschen Mais kann man da noch mit reinmachen. Tomate auf jeden Fall, werden wir noch welche übrig haben, hoffe ich. Und ich mache dann ganz gerne so eine Joghurtsoße, würze das mit so ein bisschen Salz, Pfeffer, Kräutern und einen Spritzer Zitronensaft und so. Super lecker. Sehr, sehr lecker. So viel zu unserer Speiseplanung für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben, weil mich das ganz doll unterstützt. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich, wenn ihr genau das jetzt in diesem Moment macht. Bis hoffentlich nächste Woche und bis dann. Tschüss!